Auch hier ganz unten drunter. Muss man mal gucken, denn hier ist noch viel mehr. Guckt euch das an. Eine ganze Welt voller Abenteuer. So, da haben wir Ticks. Die auch nicht minder gefährlich sind. Ne, die Dinger, wenn die explodieren, dann strahlen die auch. Ne, blub, 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 blub. Bleib halt hier. Na, ich glaube, wenn er sich jetzt umdreht, den müsste der jetzt fotografieren. Ich bin so weit weg. Brech zusammen. Ach, Dankeschön. Indeed, cysts. Their rapid regrowth, even after bursting, makes them particularly dangerous. This specimen appears somewhat different than the others I've previously encountered. It has tentacles. Yes, I believe that particular adaptation manifested somewhat recently. The biomass has been evolving continuously since your time. Regardless, you'll want to keep your distance, if possible. So, jetzt überlege ich, ob ich mich opfere, weil ich will... This must be where the ticks were ejected from the central transit hub. Ich will dieses Ding da haben. Yes, completely eliminating ticks is quite difficult. Komm, ich riskiere es. Der letzte Dings ist ja nicht so weit weg. Das geht ja sogar noch. Na, jetzt werden die nämlich aktiv. Shields at 95%. Ja, aber wir haben es gescannt und gut ist. Das ist die Hauptsache. Okay, das Device haben wir schon reported. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir hier oben. Genau, weil wir müssten jetzt auch wieder neue Research-Daten haben. Genau. Dann waren wir damit jetzt auch durch. Ne, blinkt da noch irgendwas? Nein, das sieht gut aus. Da unten, das sind die Dingens. So, hier mal einen Container, einen lustigen. I believe this is the container that experienced explosive decompression while we were trying to investigate the anomaly back in 2126. Well, I'll be damned. Hang on, wait a second. Does it even make sense for that container to be here? It flew into the anomaly that brought the Estrella back to our time, not the one that brought us forward to now. Shouldn't it have ended up in the Estrella's timeline or something? Indeed. This does not fit the simulation model. Juno, we'll need to make adjustments. Of course, Doctor. So then one might consider its presence here an anomaly. Well played, Jack. Well played. Da findet der Doktor bestimmt wieder nicht so lustig. Weil er findet nichts lustig. So, dann sind wir wieder hier. Den müssten wir schon gescannt haben. Doch, den haben wir schon gescannt. Da war das. Ich glaube, das war's dann hier soweit. Hier sind dann nur noch die Intakes. Hier ist ein Aufzug. So, dann gucken wir uns doch mal hier Habitat A an. Na, erstmal die beiden, dann den. Dann einmal eine Runde rum, weil ich glaube, rein kommen wir nicht. Da ist ja zu. Ist ja nur für Züge auf. Aber dass wir zumindest hier den besseren Schild auch kriegen, weil das hilft echt. Ne, und die Steuerdüsen. Warum ist der aus?
Ja. Ich bin ja gestorben, deswegen. What's the point of an advanced network of semi-autonomous recharge stations if you can't count on them to calculate impressive optimizations for you? I believe you are correct, Captain. The distributed computing power of the charging docks could be put to greater use. Yes. That's precisely what I meant. Go on. I have tasked the charging docks with developing a means for allowing Jack's shield to self-regenerate. The wealth of empirical data they have collected on recharging should prove invaluable to the process. Then I presume additional data scans would be of value after all. Indeed. Please continue scanning any docks you may find. Werde ich tun. The additional computing power of more active units would be advantageous as well. Copy that. Verifying. This drone was also being tested with maneuvering thruster optimizations. Keep searching for more when you can, Jack. Acknowledged. Copy that. Acknowledged. Will do. Na, die sind aber echt fest im Raum verankert, die Dinger. Wäre lustig, wenn man die durch die Gegend schmeißen könnte. Schön auf die Argos, so fump. Da haben wir noch eine Antenne. Guck, hier können wir dann rein. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts drin gewesen. Außer Tod und Verderben. Und Ticks und Kram. Na, hier ist auch nur so ein Netz gewesen. Genau, müssen wir uns alles merken. Ne, Flomp. Du kommst nicht vorbei. Ne, da geht's dann raus in Richtung was auch immer. Das ist nämlich auch so ein Ding. Hier ist auch wieder viele volumetrische Effekte. Das hat auch ein... Da ist auch Ticks drin. Die volumetrischen Lichteffekte, die hauen tatsächlich die Performance ein bisschen runter. Aber es geht alles noch. Finde ich. Solange es nur vereinzelt ist und nicht die ganze Zeit, ist das gut, obwohl ich die Volumetrics auch ausschalten könnte. Aber die sehen so schön aus. Ich lasse die einfach an, ist ja selten genug. So, hatte ich den schon? Fliegt der, ist das jetzt hier immer derselbe, der durch die Gegend fliegt? Ja, den hatte ich schon. Ja, da war auch nur so eine komische Drohne da. Na, da die Antenne. Ja, für euch ist das jetzt mega spannend, ich weiß. Den habe ich. Na, aber jetzt kann ich ja schon mal eins der Loks aufmachen hier. Ja, jetzt wird geladen, natürlich. Ich möchte dieses Log abspielen. Was ist hier los? Aha. Seizing faster than light travel in 3, 2, 1. FTL jump complete. We're approximately 450,000 kilometers from Earth. Perfect. Bring us in slow and begin long-range scans. Of course, Doctor. For the scan criteria, shall I use the same parameters as those when we examined the Kronos remnants? Or perhaps from the wreckage of the unknown vessel? Both. And factor in the fleet's travel time. Kronos incident. Plus 4 months. I already have. Beginning sweep. And now, we wait. There has to be at least one torpedo left. Somewhere in that mess. Somewhere over the rainbow. Somewhere. Ja, das sind jetzt die Logs von Dr. Harlan. Zwischen seiner Arbeitszeit irgendwie, keine Ahnung. Also das, was er dann hier geforscht hat, um die Krankheit zu besiegen, die ihn so sehr plagt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall unter Habitat A. Und witzigerweise ist, wenn wir in der Habitat A drin waren, dann waren da überall Scheiben.
Aber keine von den Scheiben hat nach draußen gezeigt, sondern hat immer nur Felswände gezeigt mit den Lampen da drin. Und ich glaube, wir können auch nicht mehr reingucken. Der Level ist nämlich zu. Aber hier sind wieder einige Goodies, die wir uns angucken können. Ein bisschen Thruster-Upgrades. Analyzing. This drone was also testing the thruster optimizations. It would appear nearly every drone was. Indeed. Unfortunately, we still don't have enough data to fully replicate the optimizations. But we now have a sufficient volume of information to develop an incremental improvement. I've already added to the installation queue. Sehr schön. Please return to the nearest fabricator. Copy that. Thank you, Juno. Oh, and should we obtain further data in the meantime, I can still use it in our attempt to fully replicate the optimizations. Of course. Data recovered. Network status connected. We're making good progress, Jack. Das ist fantastisch. So, genau, jetzt sind wir hier oben auf Habitat A, genau. Hier sind so lustige Antennen. Ich glaube, da will er uns hier nichts zu sagen, aber im Research Lab oder so sind die auch. Und da sagt er uns dann irgendwas zu. Aber hier will der uns nichts drüber erzählen. Das kann nicht wahr sein. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Was ich blöd finde, ist irgendwie, man hat keinen richtigen Tracker wie in Teil 1, um zu sehen, in welchem Bereich man denn noch was zu suchen hat. Ne? Das ist ein bisschen doof. So, jetzt haben wir hier einen Kran. Und da auch einen Kran. Und da sind Ticks. Und da sind noch diese komischen Tentakelviecher. Und da ist eine Drohne drin, eine Observation-Drohne. Und in der letzten Aufnahme, die ja Gott sei Dank ein bisschen verkackt ist, habe ich hier irgendwie viel zu viel Zeit drin verbracht, um dieses Rätsel zu lösen, weil ich bin da halt reingeflogen. Ich wollte versuchen, da dran zu kommen. Also ich habe mir die Ticks hier weggeholt, weil klar, ne, Kran, haben wir ja gelernt. Dann wollte ich mal gucken, ob ich mit dem Arm da irgendwie rankomme. Natürlich nicht, eins dieser Dinger ist explodiert. Deswegen weiß ich jetzt auch, dass die Strahlung absondern. Genau, eine der Ticks muss ich jetzt auch hier hinwerfen. Ne, damit die auch sagt, hey, lecker Strom. Ne, auf jeden Fall, das Ding ist explodiert. Oder war die Drohne weg? Hab mir gedacht, die muss doch hier irgendwo sein. Die muss doch irgendwo, ich habe die doch wegfliegen sehen. Aber ich habe sie ums Verrecken nicht gefunden. Und dann habe ich hier noch ein bisschen rumgemacht und rumgetan und gesucht. Und dann habe ich gesehen, oh, die ist ja wieder gespawnt. Ja, und dann war die da. Und dann habe ich genau das dann rausgefunden, so, hey, wenn man den Kran auch wegholt, dann gehen die wieder ein, die Dinger. Weil eben keine Energie in der Nähe ist. Und dann verschrumpeln die und dann kann man den hier da ganz gefahrlos rausholen. Also ein Rätsel von maximal 30 Sekunden habe ich irgendwie 15 Minuten oder so gehangen oder 20. Du bleibst hier. Du bleibst hier, habe ich gesagt. Nice work, Jack. There's a lot of good data here. It should help in developing a cure significantly. So, denn, genau, ins Habitat A kommen wir ja nicht rein, sagte ich ja. Wir müssten hier alles haben. Ich bin mir fast sicher. Ich fliege nochmal etwas weiter rauf, dass wir ein bisschen bessere Sicht auf die Dinge kriegen. Habitat B ist halt zu weit weg von allem, was ein bisschen doof ist. Aber ich glaube, der hat auch vorhin irgendwann mal gesagt, hey, da sind zu viel Infestation schon drin. Dann können wir uns auch das nächste Log hier mal eben anhören. Ich sagte, wir können uns das nächste Log anhören. Analysis complete. And Negative. Shall I broaden our search criteria? no. Anything beyond these parameters will be too far removed from the base genetic material. Let's see. Most of the fleet fell to the surface. The Ithaca was of sufficient mass that perhaps it might... Doctor, I cannot permit such an action. The biomass particulate levels in the atmosphere are extreme. Even if we were to safely make planetfall, we would not... I know, Juno. Damn it. 14 months of searching. Dr. Harlan, if I may... Yes, I know.
There's nothing to be gained here or anywhere. Set a course back to the station. Perhaps... Dr. Harlan, I merely wish to remind you that both the Kronos and the Ithaca had something in common. No, they were both overrun by biomass. I am aware. Yes, but both were property of the Atlas Corporation as well. I fail to see the relevance, Juno. Atlas has long been defunct. Indeed. However, while the company itself is no longer in operation, remnants of its headquarters persist here on Luna. Luna. Yes. Given the corporation's broad interests, I think it is highly likely that they retained relevant information. Or even hardware. They developed FTL technology by pilfering it from that unknown vessel, didn't they? That is what the logs on Titan indicated. This yes. looks to be some sort of depot. It is possible that they might have salvaged one of the biotorpedoes Toll. here were If obviously they halted managed to quite retain some one time that had ago. not detonated yet, Nevertheless, it might an be worth intact exploring incubator. further. Then I they leave it might to have your already discretion. sequenced the base genetic material. exactly. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. A lot to hope for, but you're right, Juno. We should investigate Luna. Set a course. I already have. Prepare for acceleration in 3, 2, 1. Ja, das war jetzt irgendwie auch unglücklich. Also das ist ja das Original Construction Site. Da können wir rein, das weiß ich halt auch noch. Ich weiß jetzt auch wie. Und während ich das mache, kann ich das nächste Log spielen lassen. Ja, einfach damit wir die jetzt auch aus dem Weg haben. Juno, this is incredible. Coming here was an excellent idea. Dr. Harlan, I must again insist that you return to the ship. Conditions here are not conducive to... Oh, listen to this. The ship that destroyed the Kronos 2 was called the Astrea. It was an Atlas vessel from the future. Do you have any idea what this means? The implications are staggering. Staggering! Please. Now that you have established an uplink, I am quite capable of extracting these archives. I would much rather you peruse them from the safety of the Argos. Yes, just another minute. Yes. Look here. They learned all this from a partially functional adjutant they found aboard the ship. Partially functional does not suggest a high degree of credibility. They ran metrics. Anyway, it seems Yeah. once they hooked into a diagnostic terminal, it made rapid progress through the firewalls and exhaustively poured over the data stores. How polite. At which point it concluded that because the vessel, the Astrea, had been displaced in time, the activation of its auxiliary drive bay had partially reversed that displacement. I am unsure what that means, Doctor. Yes. It seems that several hours after the vessel arrived here, there was an enormous blast of energy. And then half the ship disappeared instantaneously, just as suddenly as it had arrived. And this adjutant concluded that disappearance corresponded with activating the auxiliary drive bay, thereby sending half the vessel back to its original space-time coordinates. Saturn orbit in 2537. Juno, do you know what this means? That you should return to the Argos at once? Yes, I'll head back now, but prepare us to return to Chiron Station. The Astrea could reappear in as little as 15 months from now. We need to prepare for its arrival. If we are in luck, it will still have undetonated torpedo in its hull. Of course, Doctor. Now please be careful making your way back to the airlock. Ja, das hat doch perfekt gepasst von der Zeit und ich habe hier einiges an Mist gemacht. Naja. I've located an observation drone. Its power supply has been depleted. Its data stores may contain useful information. Look for an induction charger nearby. Das tun wir natürlich und du bleibst hier. Data suggests the drone spent its remaining battery life observing the gradual spread of biomass. In particular, its rate of dissemination over various surfaces. Was auch immer uns das bringt. Juno, is this a communication device? Close. It's a long-range sensor suite, an integral part of the station's early warning and collision prevention system.
By coordinating data with a small deployment of tug drones and patrol craft, the system ensures that any debris on a collision course with the station is appropriately diverted. Wish we had that when the Estrella first arrived back home. It would have made little difference. Just half of the Estrella arriving here far exceeded the system's capacity. Fair enough. Though, wait, does that mean those drones and whatnot were the ships Jack and I saw out the window when we first jumped here? Correct, Captain. Shortly after the Estrella's arrival, the automated fleet reacted. I assumed control of one of the drones to make contact. Dr. Harlan made checking for potential survivors a priority. Thank you. Both of you. It was simply the right thing to do. Ja, Dr. Harlan hat doch ein Herz. Warum auch nicht? So, das nächste. Archive recovered. Experimental optimizations present. I'll need more data though. Copy that. Ich habe jetzt wieder ganz vergessen, dass wir uns noch was neu drucken können. So, kriegen wir den? Na, nicht ganz. Nicht ganz. Na, hier geht's auf jeden Fall in die Research Area. Na, aber dann geht's nochmal zurück, dann kann ich den mitnehmen. Mein Gott, ist der schnell. Hör, bleib doch mal stehen, Junge.